What did Adam and Eve wear in their innocence in Eden? Was haben Adam und Eva getragen, als sie noch unschuldig waren? Light and glory. Not just light, it's light and glory. Ja, Licht und Herrlichkeit, ein Lichtkleid. God is trying to bring us back to the original design. Gott möchte uns zurückbringen zu unserem ursprünglichen Design. And God gave us a diet in the beginning. Und Gott hat uns eine bestimmte Ernährung am Anfang gegeben. What was Adam and Eve's original diet? Was war die ursprüngliche Ernährung von Adam und Eva? Fruit, Früchte, nuts, Nüsse, beans, Bohnen, grains. Getreide. And then what did God add after sin? Was hat Gott nach der Sünde noch hinzugefügt? That's right. Sometimes people will say meat, but that's after the flood. Das stimmt. Manche sagen schon Fleisch, aber das war erst nach der Flut. That's right. God added vegetables. Ja, Gemüse hat er That's dann right. hinzugefügt. Because originally, who was the only one who ate vegetables? Wer hat ursprünglich nur Gemüse gegessen? The animals, that's right. Die Tiere. Why do you think God added meat after the flood? Was glaubt ihr, warum Gott nach der Flut dann auch Fleisch hinzugefügt hat? Yeah, everything's destroyed, right? Ja, weil alles zerstört war. That was the whole purpose. Remember the raven and then the dove? Remember that whole thing? Erinnert ihr euch an die Geschichte mit dem Raben und der Taube und diese ganze Geschichte? He wanted to see if things were starting to grow back. Er wollte sehen, ob die Dinge wieder anfangen zu wachsen. So we look at the original diet for man, but is there evidence for this diet? Also wir sehen hier die ursprüngliche Ernährung des Menschen, aber gibt es auch Beweise, dass es tatsächlich so war mit dieser ursprünglichen Ernährung? I'll ask you a question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Where does digestion begin? Wo beginnt die Verdauung? Everybody says the mouth, Jeder sagt im Mund, but I'm going to prove to you aber ich möchte euch that jetzt it's not the mouth. beweisen, dass es nicht im Mund ist. Nose, eyes. Vielleicht die Nase, vielleicht die Augen. So, when I bit into that lemon, Als ich in diese Zitrone gebissen habe, what happened to all of you? was ist bei euch passiert? Yes, you salivated, didn't you? Ja, bei euch ging auch die Speichelproduktion los. So where does digestion begin again? Also wo beginnt die Verdauung? Eyes? In den The Augen? mind. Im Geist. Ooh, that's deep. Das ist tief. That's very deep. Das ist sehr tief. Have any of you been home on vacation before? War jemand schon einmal, als er Urlaub hatte, zu Hause And your mom is making your favorite food. und eure Mutter, sie macht euer Lieblingsessen? Der Schnitzel mit Sauerkraut, right? No, of course not. Vegan Schnitzel, right? Veganes Schnitzel, natürlich. And you smell the Und ihr delicious riecht aroma. das, wie köstlich das duftet. And you sneak downstairs Und ihr schleicht euch nach unten and you cut a piece und ihr schneidet so ein Stück ab and mix it mit der Sauerkraut. und vermischt es mit dem Sauerkraut And you und ihr pustet und steckt es in and den you wake Mund. up and it's a dream. Und dann wacht ihr auf und es war nur ein Traum. So where does digestion begin again? Also wo beginnt die Verdauung? In the mind. Im Geist. Yes, the visual and the olfactory cues are there, Also ja, die visuellen Reize und so weiter sind da, but it's the brain where it begins. aber es beginnt im Gehirn. There's a design in the brain. Und da gibt es auch eine bestimmte Veranlagung designt im Gehirn. When you look at this picture, Wenn ihr euch dieses Bild anschaut, you think, wow, there is a variety of, da denkt ihr, da gibt es eine Vielfalt von, yes, fruits and vegetables, ja, Früchte und Gemüse. but yes, color. Ja, eine That's Vielfalt right. von Farben. So lots of different colors. Viele verschiedene Farben. How many different colors is meat?
Wie viele verschiedene Farben hat Fleisch? Well, it's cooked or raw, maybe, right? Also gekocht oder roh? Do you know what species of animal can appreciate the widest variety of visual colors? Wisst ihr, welche Art von Lebewesen die größte Bandbreite an Vielfalt von Farben wahrnehmen kann? Who might that be? Wer könnte das sein? I wonder. What do you think? Was denkt ihr? Yes, it's people. Ja. Dogs are pretty close. Menschen tatsächlich. Hunde kommen auch sehr nah dran. But people can see a wide variety of visual colors. Menschen können eine große Bandbreite verschiedener Farbnuancen sehen. There are some animals like bees that can see ultraviolet, some shrimp can see infrared. They can see in different spectrums, but as far as the visible spectrum, we're the winner. Es gibt natürlich Tiere wie Bienen oder Shrimp. Yeah, shrimp, yeah. Die können eben auch im ultravioletten oder infraroten Bereich des Farbspektrums sehen. Aber was die sichtbaren Farben angeht, haben Menschen die größte Bandbreite. So a variety of colors. What else is there a variety of? Was für eine andere Art von Vielfalt sehen wir hier noch? Yes, a variety of tastes, right? Ja, unterschiedliche Anyone Geschmäcker. know the 4 major tastes? Was sind die 4 Hauptgeschmäcker? Wer weiß das? Sour, sweet, Sauer, süß, salty, salzig, bitter. 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 Bitter, bitter. Yeah, that's right. jemand hat noch Umami. Someone said Umami. Umami? Umami. That sounds Japanese, actually. Das klingt japanisch. That's great. So those are the 4 major tastes. Also das sind die 4 Hauptgeschmäcker. And there's many more, of course, varieties. Also es gibt noch mehr Vielfalt hier. But how many different tastes is meat? Aber wie viele verschiedene Geschmäcker hat Fleisch? Well, it tastes like chicken, right? Ja. Schmeckt halt nach Hühnchen. Yeah, depending on how you season it is really how it's going to taste, right? Kommt drauf an, wie man es würzt, so schmeckt es dann. But the fruit and vegetable kingdom has a vast variety of tastes. Aber dieses Reich der Gemüse und Früchte hat eine große Bandbreite an verschiedenen Geschmäckern. Okay, variety of color, variety of taste. What else is there a variety of? Also wir haben Vielfalt von Farbe, Vielfalt von Geschmack. Was noch? Smells and shapes. I've never heard someone say smell before. Also unterschiedliche Gerüche, das habe ich auch noch nie gehört. Aber wir haben auch unterschiedliche So I want you Formen. to shake your friend's hand right now. Ich möchte, dass ihr eurem Nachbarn die Hand gebt. Okay, shake your friend's hand. Schüttelt die Hand eures Sitznachbarn. Did you know that you just touched the most complex program of that person's body? Wusstet ihr, dass ihr gerade das komplexeste Programm im Körper des Nächsten berührt habt? So this is called the homunculus. Did I make that word up? Hier sehen wir einen sogenannten Homunculus. Habe ich mir das Wort ausgedacht? And it's a graphic representation of how much storage each part of the body takes in the brain. Also was wir hier sehen, ist eine grafische Veranschaulichung davon, welche Körperteile am meisten Speicher sozusagen im Gehirn verbrauchen oder einnehmen. Imagine if you're doing a video on your cell phone and it says there's no more room on the phone. Also stellt euch vor, ihr macht ein Bild mit eurem Handy und dann kommt da diese Anzeige, kein Speicherplatz mehr. And so you try to find the programs that are taking up the most room. Und dann schaut man, wie man Platz machen kann und dann wollt ihr vielleicht bestimmte Programme auf dem Handy löschen. So we established that the original diet given to man has a variety of colors, shapes and tastes. Also wir haben eben gesehen, dass bei den Früchten und dem Gemüse es eine große Vielfalt an Geschmack, Form und Farbe gibt. And what would you find in the human brain that are the 3 largest programs, so to speak, or parts of the body? Wenn wir uns jetzt das Gehirn anschauen, welche Programme nehmen sozusagen den größten Speicherplatz ein? What's number 1 for sure, hands down? Was wäre das größte Programm, was am meisten Speicherplatz einnimmt? For both sensory and motor. Nämlich für die sensorische und Bewegungsspeicherplatz, um Yeah. sich zu bewegen. Which one is it? Welcher Teil des Körpers ist es? Der größte?
It's the hand. You can see it, right? Ja, also die Hände sind ja am größten dargestellt, weil sie vom Gehirn am meisten Speicherplatz And what's belegen. number 2 and what's number 3? Was wäre an zweiter Stelle und was wäre an dritter Stelle? Eyes, yeah, and? Die Augen. Yes, and the tongue. That's right. We go back and we take a look. Also The der Mund und three die Zunge. biggest are here, here, and here. Ja, die größten Teile sind eben die Hände, Mund und Zunge und die Nase. Augen auch noch, genau. And the Bible just happens to recommend the diet with the greatest variety of textures, tastes, and colors. Und jetzt empfiehlt die Bibel auch noch genau diese Art von Ernährung, die auf die größte Vielfalt von Formen, Farben und Geschmack abzielt. Also Hände, Augen und Mund. So our brains are designed for our diet. Das heißt, unsere Gehirne sind so geschaffen, dass sie genau auf diese Art Nahrung ansprechen. How many of you have pets? Wer von euch hat Haustiere? Anyone have horses? Hat jemand Pferde? Anyone have horses? Oh, a few of you have horses. That's Ja, nice. manche haben auch Pferde. Have you ever heard of professional racehorse owners say, "Oh, my horse, he's lacto-ovo. Oh, my horse is pescatarian. Oh, my horse is pure vegan." Also habt ihr mal von Besitzern von Pferden, professionelle Besitzer gehört, die gesagt haben, mein Pferd isst Fisch, meins ist Fleisch und andere sagen, aber meins ist vegetarisch. Yeah, exactly. So we are the only species on planet Earth that's confused. Did you know that? Wusstet ihr, dass wir als Menschen die einzige Spezies auf dem Planeten sind, die da ein bisschen verwirrt drüber sind? What do all of those racehorses eat? Was essen alle Rennpferde? Yes, organic grains, hay, grass, right? Also Yes, Getreide, carrots, yeah. Getreide, Heu, Karotten. Yeah, they eat what they're designed to eat. Sie essen das, wofür sie geschaffen wurden, es zu essen. And the owner would never allow them to eat like a hamburger or something like that. Und der Besitzer würde niemals erlauben, so etwas wie einen Hamburger zu essen. Because they lose the race. Dann würden sie ja den Wettlauf verlieren. These horses are worth millions of dollars. Diese Pferde sind Millionen Dollar wert. But how much more valuable are you? Aber wie viel mehr wert bist du? So when we look at the human body, Also wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen, let's go to the mouth. Smile at your neighbor. schauen wir uns den Mund an, lächelt euren Nachbarn an. So, how many teeth are in that mouth? Wie viele Zähne sind im Mund? Hopefully 32. Hoffentlich 32. But what is the most common tooth in your mouth? Was ist der gängigste oder meist vorkommende Zahn im Mund? The molar, that's correct. Backenzahn, ja. And what is the shape of a molar? Because when you know the shape, you can figure out the function. Was ist die Form eines Backenzahns? Dann könnt ihr nämlich auch auf die Funktion schließen. Yeah, it's large, flat, that's right. Es ist groß und abgeflacht. So what do you use something that's large and flat for? Für was benutzt man etwas Großes, Abgeflachtes? Yes, grinding, that's right. It's like a millstone, you got it. Um etwas zu zermalmen, etwas zu mahlen. That says we're designed for grains and seeds, right? Und das heißt, wir sind geschaffen für Getreide und Samen. Also, when I bit into this lemon, Und als ich in diese Limone gebissen habe, Don't worry, I won't do it Zitrone again. gebissen habe, when I bit into the lemon, all of your mouths said something. da haben alle eure Münder etwas gesagt. It gave us a message. Es hat eine Botschaft gegeben. And the message is, give me plant. Und die Botschaft war, gib mir Pflanzliches. Because every drop of saliva in the human mouth Jeder Tropfen von Speichel im Mund produces salivary amylase, which is designed specifically for plant carbohydrate. also da wird eine bestimmte Form von Speichel, Amylase, produziert, die speziell darauf ausgerichtet ist, pflanzliches Material zu zersetzen. Whether you are carnivore
Ob du nun Fleisch isst omnivore, oder alles isst herbivore, oder pflanzlich isst or anivore. oder irgendwas It isst, doesn't matter. es macht nichts. What you choose to eat, your body says the same message. Egal, was du in deinen Mund tust, der Körper sendet immer dieselbe Botschaft. Your body's ready for the plant to come in. Der Körper ist bereit, dass dort pflanzliches With Material every hineinkommt. single drop. Und zwar mit jedem einzelnen Tropfen. And what's the curvy thing up there? That curvy yellow thing? What is that curvy, sort of orange yellow thing? Runde, orange-gelbliche Ding What is da. that? The stomach, right? Der Magen. What's it for? Wofür ist der Magen? Anyone know? Wer weiß, wozu der Magen da ist? The stomach, what's it do? For protein metabolism. Yes, protein digestion, that's correct. Ja, Eiweißverdauung. Now, in order to convert the enzyme for protein digestion, Jetzt, damit die Enzyme diese Proteine verdauen, the body needs the hydrochloric acid. braucht der Körper die Salzsäure, The also Magensäure. the higher the acid, the more activation of the protein enzyme. Und je höher der Säureanteil, desto besser können die Enzyme das Who do you zersetzen. think has more hydrochloric acid? Do you think it is Leo the lion, or do you think it's Adam? Wer hier hat mehr Säure im Magen? Der Löwe oder Adam? Who says Adam? Wer sagt, Adam hat mehr Säure? Who says the lion? Wer sagt, der Löwe hat mehr Säure? Who's not sure? Wer ist sich nicht sicher? Who doesn't want to answer? Wer will nicht That's antworten? okay. So it's actually the lion that has more acid. Tatsächlich hat der Löwe mehr Säure. But did you realize it's 10 times more? Aber wusstet ihr, dass es sogar 10-mal mehr Säure im Magen ist? But did you know that you will also produce more acid if you eat meat? Aber wusstet ihr, dass wenn ihr Fleisch esst, ihr auch mehr Säure produzieren werdet? And you will also produce more ulcers, more gastric pain, more cancers, things Aber like ihr that. bekommt dann auch mehr Geschwüre, mehr Schmerzen im Magen. So we are very clearly seeing the design. Also wir sehen hier sehr deutlich, wofür wir designt What wurden. is the green thing for? Anyone know what the Was green ist das thing kleine for? Grüne da? Wer weiß das? Was ist das? Gallbladder, what's it for? Die Gallenblase, wofür ist die da? Yes, digesting fat, that's correct. Für die Fettverstoffwechslung. Does anyone know how to make rock candy? Weiß jemand, wie man Bonbons macht? Anyone know how to make diese rock candy? harte Süßigkeit, Bonbons. A few people. I will tell you how to make rock candy. Ich werde euch sagen, wie man es herstellt. You have a solution of water Also man hat eine Wasserlösung, and you boil it die kocht man. and you dissolve the sugar in it. Darin löst man den Zucker auf. And then when the concentration of sugar is super saturated, Und wenn das Wasser dann sehr gesättigt ist mit dem Zucker, it can't hold any more sugar, man kann gar nicht mehr Zucker hinzufügen, you cool it dann lässt man es abkühlen and you put in a string und dann tut man einen Faden, eine Schnur hinein and you get rock candy. You get crystals. und dann entstehen daran Kristalle und man bekommt dieses Rock Candy, Yes. eine Süßigkeit. Now, if you eat a lot of animal fat, Und wenn du jetzt viel tierisches Fett you isst, will produce a high concentration of cholesterol. dann reichert man viel Cholesterin im Körper an. And as that concentration goes up in your gallbladder, Und wenn diese Konzentration in der Gallenblase ansteigt and the water evaporates by not drinking enough, und dann auch noch das Wasser verschwindet, weil man auch wenig trinkt, we also make rock candy inside you. dann machen wir auch Der Stein, diese Steinsüßigkeit geschmerzt. Oh, in unserem Körper und das schmerzt dann. yes. That's a problem. Gallensteine. That's not the design, is it? Das ist ein Problem. Dafür wurden wir eigentlich nicht geschaffen. Did dass you das know a passiert. third of adults have gallstones? Wisst ihr, dass 1/3 der Erwachsenen Gallensteine haben? They're not necessarily painful Vielleicht schmerzen sie noch until nicht, they block the duct.
bis sie den Zugang dort verstopfen. But you can get cholecystitis, pancreatitis from gallstones. Ja, und da entstehen dann verschiedene Krankheiten. Sickness, I understood that. So what's the long stringy thing? Was ist dieses lange geschlängelte Ding? Yes, the intestines. What's it Ja, for? der Dünndarm. Wofür ist der? Not so much digestion as much. Nicht so sehr die More Verdauung. absorption, that's correct. Ja, für die Absorption, There is also die some digestion. Aufnahme der Nährstoffe. But we're looking at absorption now. Wir schauen auf diese Aufnahme der Nährstoffe. When you look at the intestinal wall, Und wenn man sich jetzt die Innenwand des Dünndarms you see anschaut, all these little finger-like projections. dann sieht man diese Finger oder Zotten, They're called villi. ja, die Darmzotten. And they increase the surface area. Und sie vergrößern die Oberfläche. And what's very interesting is when you look at the length of the intestines, Es ist interessant, wenn man sich jetzt die Länge dieses Dünndarms anschaut. who do you think has longer intestines? Wer, denkt ihr, hat einen längeren... Is it the lion or is it Adam? Der Löwe oder Adam? How many people think it's the lion? Wer denkt, es ist der Löwe? The lion's much bigger, remember. Der Löwe ist doch viel How many people größer. think it's Adam? Wer denkt, es ist Adam? Ooh. Did you know that the average carnivore Wusstet ihr, dass der durchschnittliche Fleischfresser has a digestive tract of about 3 meters? einen Verdauungstrakt mit einer Länge von ungefähr 3 Metern hat? Human being? Aber der Mensch 10 meters. 10 Meter lang. Did you know that? Wusstet ihr das? Isn't that wild? So why is the difference? Warum dieser Unterschied? What if I made you der Schnitzel Was, wenn ich euch jetzt so einen Schnitzel mache and I left it standing out all day long? und ich lasse das draußen liegen den ganzen Tag And I made you der Kartoffelsalat, the potato salad with it. und ich mache auch den Kartoffelsalat? Would you eat it? Würdet ihr das essen? What are you afraid of? Wovor habt ihr Angst? Is there a particular bacteria you're afraid of? Also es fängt an zu verderben. Denkst du an ein bestimmtes Bakterium dabei? With chicken and eggs, it's Salmonella. Ja, die Salmonellen. Yes. And bacteria Die Bakterien, love an environment that is warm, die lieben eine Umgebung, wo es warm ist, dark, wo es dunkel ist and moist. und feucht ist. Oh, wait a minute. What is the inside of your intestines like? Aber Moment mal, wie sieht es denn im Verdauungstrakt aus? You are Im warm, Dünndarm. Da ist es warm, dark, da ist es dunkel and moist. und feucht. So the carnivore needs to get the meat in and out. Also der Fleischfresser, der muss das Fleisch reinbekommen, aber auch schnell wieder raus. But you're designed for absorbing all those nutrients. Aber wir sind dafür geschaffen, dass wir all diese Nährstoffe absorbieren, So, true story. aufnehmen. Back in medical school, Ich erzähle euch eine wahre Geschichte. Als ich noch zur Medizinschule gegangen I bin, went to Loma Linda for med school. I went to Standford for residency. ich war erst in Loma Linda und später in Standford. And we had a shared class with the dental students. Und wir haben uns die Klasse geteilt mit den Zahnärzten. And there was an expert on lactation. Und da gab es einen Experten für Lactation. Her PhD was in breast milk. Ja, und er hat sich dann, also Laktose ist ja von Milch, und er hat sich vor allem mit Brustmilch beschäftigt. And what's very interesting is that she had all these studies on the superiority of breast milk instead of bottled milk. Okay, also es war eine angehende Zahnärztin und sie hat Studien gehabt, die eben die Vorteile zeigten von Brustmilch gegenüber der Kuhmilch, ja, Cow's Milk. Yes. Ja. And she said, look at this, Und dann hat sie gesagt, schau dir das an. better nutrition. In der Brustmilch gibt es bessere Nährstoffe. Look at this, Und schau dir das higher hier IQ. an. Man bekommt einen höheren IQ. Look at this,
Und das hier, stronger immune system. das Immunsystem wird And she besser. went through all of these studies. Und sie hat all diese Studien vorgelegt. And she also showed the design of lactose. Und sie hat dann auch gezeigt, wofür Laktose gemacht wurde. When we are born, we have an enzyme to digest lactose. Wenn wir geboren werden, dann haben wir ein Enzym, um Laktose zu verstoffwechseln. And it is very high, the concentration of the enzyme. Und wir haben dann sehr viel von diesem Enzym. But at a certain age, it goes. Aber ab einem bestimmten Alter sinkt diese Konzentration dieses Enzyms. And every single people group, it happens. Und das geschieht bei jeder Bevölkerungsgruppe. Now, some have a bigger drop than others. Bei manchen geht dieser Abfall schneller als bei anderen. The biggest drop is in African Americans and Asians. Und der schnellste Abfall dieses Enzyms geschieht bei Afrikanern und Asiaten. It's less deep for Caucasians, especially Northern Europeans. Und bei den Kaukasern und Nordeuropäern, da geht dieser Abfall nicht so stark. But there's still a drop in them. Aber auch sie haben diesen Abfall von der Konzentration dieses Does Enzyms. anyone know what age? Weiß jemand, bei welchem Alter dieser Abfall stattfindet? No. 16. Oh. 16? Nein. Yes, it's like around 3 or 4. It goes. Ungefähr im Alter von 3 Jahren verschwindet And dieses why Enzym. is that? Und warum wird das wohl so sein? Yes, because you were designed to drink milk. Ja, denn du wurdest geschaffen, Milch zu trinken. Mother's milk. Ja, die Muttermilch. And that's when she showed that there's even greater bonding with the breast milk than the cow's milk. Und dann hat sie sogar gezeigt, dass eine größere Bindung Less allergies. geschieht durch Brustmilch trinken. Less Man hat autoimmune diseases. weniger Allergien, weniger Autoimmunkrankheiten. So she showed study after study, and finally, one of the dental students, he couldn't take it anymore. Und sie hat dann Studie nach Studie gezeigt und sie konnte das mit den anderen Zahnarztstudenten nicht mehr aushalten. He says, "You've convinced me. Und jemand hat dann zu ihr gesagt, okay, du hast mich überzeugt. I'm switching back." Ich gehe wieder zurück zur Brustmilch. And we all laugh at that Und wir lachen jetzt vielleicht because darüber, that's silly, right? denn das ist ja Why would you go verrückt. back to drinking mother's milk after you're weaned? Warum würde man zurück zur Muttermilch gehen, nachdem man abgestillt ist? Did you know we're the only species that does that? Aber wisst ihr, dass wir die einzige Spezies sind, die das macht? They did a social experiment. Sie haben mal ein soziales Experiment gemacht And they had many people just from off the street trying different milks. und sie haben einfach wahllos Leute von der Straße genommen und sie Milch kosten lassen. And they said, which one tastes the best? Und verschiedene Milch kosten lassen. Sie dann gefragt, ja, welche schmeckt am besten? Finally, everyone decided, oh, this one is so creamy, it's really smooth, I love it. Und irgendwann haben sie dann immer gesagt, naja, die eine hier, die ist so cremig und weich, die schmeckt am besten. Almond, is it macadamia? Und dann fragen sie, oh, ist das vielleicht Mandelmilch oder The Macadamia-Milch? researchers told them, Und dann haben die Forscher ihnen gesagt, it's dog milk. das ist Hundemilch. And they're like, well, wait a minute. Und dann haben sie Why is gesagt, this so gross for you? und dann haben sie gefragt, ja, aber warum, jetzt wo ich sage, warum ekelt ihr euch jetzt so? It's just a different species, just like the cow is. Ist doch nur eine andere Spezies wie die Kuh. But that's the crazy thing we do as humans. Aber das ist einfach das Verrückte, was wir als Menschen machen. We're the only species off our design. Wir sind die einzige Spezies, die nicht nach ihrem Design lebt. So let's go to eternal life. Gehen wir jetzt zum ewigen Leben. This is our website. Hier seht ihr unsere If Website. you would like a coaching session from either my fiance Ashley, who's in dietetics, or myself, I'm in medicine. Also wenn ihr eine Unterrichtsstunde haben wollt von meiner Verlobten Ashley, She's in dietetics, and I'm in medicine. also sie ist ja Ernährungswissenschaftlerin, You can sign up there on our website. oder bei mir, dann könnt ihr etwas buchen bei uns hier auf dieser And we are Webseite. doing it for free. Also da steht onlylongevity.org. And Und as long as wir you- machen das sozusagen
kostenlos. As long as you make a donation to the 2 Seventh-day Adventist families living in my home from Ukraine, Solange ihr eine Spende gebt an die 2 ukrainischen Flüchtlingsfamilien, die momentan in meinem eigenen Haus in Amerika leben. we need to build more because there's 9 of us in one house. Und wir müssen noch anbauen, denn da sind 9 von uns jetzt in einem Haus. So let's take a look at what is eternal life. Also lasst uns anschauen, was ewiges Leben ist. The first E is election. Als erstes haben wir den Begriff Auswahl. You need to make a choice. Das heißt, man muss eine Entscheidung treffen. Life is full of choices. Das Leben ist voller You Entscheidungsmöglichkeiten. can choose to elect the good and refuse the bad. Man kann wählen, das Gute und sich aussuchen, das Schlechte sein zu lassen. Now there's also another part of election. Es gibt noch eine andere Seite der Auswahl. Election is also your calling. Auswahl ist auch deine Berufung. I am a physician. I am a speaker. Also wofür bist du ausgewählt? Ich zum Beispiel bin ein Arzt. See that that's my gift. That's my calling. Ich sehe, dass das meine Gabe ist, meine Berufung. And you must have your calling as well. Und du brauchst auch deine Berufung. If you don't have purpose, you will not have health. Wenn du keinen Sinn hast, dann hast du auch keine Gesundheit. And you must practice your calling every day. Und du musst deiner Berufung jeden Tag nachkommen. But even though you choose health, Aber auch wenn du die Gesundheit wählst, it's hard to put it into practice. es ist schwer, sie in die Tat umzusetzen. Do you know why I announced I wanted to go back to doing my 5 kilometers before breakfast? Do you know why I announced that to everybody? Wisst ihr, warum ich das jedem hier bekannt gegeben habe, dass ich zurückgehen möchte zu meinen 5 Kilometer Laufen vor dem Frühstück? Anyone know why I did that? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das bekannt Yes, I gegeben? wanted to invite you, Ja, ich wollte euch einladen, but it was also for me. aber es war auch für mich. Why do you think I did it? Warum habe ich es gemacht? Because you're going to tell me, did you do your 5 Denn jetzt kilometers? kommt ihr und fragt, hast du deine 5 Kilometer I've got gemacht? 400 people holding me accountable. Und es gibt jetzt 400 Leute, die mich zur Rechenschaft And ziehen. we went exactly at 7. I want you to know that. Und wir sind genau um 7 los. Ich But möchte, dass none ihr of you das wisst. came, only the kids came and the dogs. Aber niemand von euch kam, außer die Kinder und die Hunde. So I try to come up with little tricks to motivate and force myself to elect the right things. Also verwende ich so auch bestimmte kleine Tricks, um mich selbst zu motivieren. But there's only one that can give you true motivation. Aber es gibt nur einen, der dir die wahre Motivation And geben that's the kann. trust in divine power. Und das ist das Vertrauen in göttliche Kraft. But I put the choice first because even God cannot choose for you. Aber ich habe trotzdem das Wählen an erste Stelle gesetzt, denn auch Gott kann nicht für dich wählen. But he gives you the power to choose between good and evil, and once you choose the good, he will strengthen you. Aber er gibt dir die Macht zu wählen zwischen dem Guten und dem Bösen, und sobald du das Gute wählst, gibt er dir die Kraft, es auch umzusetzen. Does anyone know why I did the exercise, the cardio before breakfast? Does anyone know what I'm trying to do? Weiß jemand, warum ich dieses Bewegungstraining vor dem Frühstück mache, was ich damit erreichen will? To start fat metabolism. Yes. Ja, also das startet schon optimal die Fettverstoffwechslung. If I do 5 kilometers before when I'm fasting, if I do 5 kilometers fasting, like before breakfast. Fasting? Yeah, fasting meaning you haven't eaten in like whatever, 10, 12 hours. Okay, also auf nüchternen Magen. Also wenn ich diese Bewegungstraining mache vor dem Frühstück, ja, I burn the equivalent of 9 kilometers that I would do at any other time during the day. dann ist es so, als würde ich es an einem anderen Zeitpunkt des Tages, würde ich 9 Kilometer machen. Diese Verbrennung, die ich dann haben würde, habe ich dann nur in 5. So you're correct. I burn way more fat
than Also at ich any other time. verbrenne viel mehr Fett als zu anderen Tageszeiten. But there's other times for exercise. There's the right time for lifting weights and doing the heavy exercises too. Aber es gibt andere Zeiten für anderes Training, zum Beispiel Gewichtstraining. There's other benefits for the early morning exercise as well, but I don't have time to explain all that. Also das ist noch komplexer, es gibt noch andere Vorteile mit anderen Zeiten, da habe ich jetzt keine Zeit drauf einzugehen. So the next remedy is, the R is rest. Als nächstes haben wir die Ruhe. But it's not just so many hours of sleep. Da geht es nicht nur um die Dauer, also die Stundenanzahl vom Schlaf. When is the best time to sleep? Wann ist die beste Zeit zu schlafen? Yes, at night, right? I mean, Also I hope nachts, that's ja. not Ich hard. denke, das ist nicht schwer, dass nachts die beste Zeit But ist. did you know Aber wusstet ihr, that if you are unconscious wenn du bewusstlos bist, before 10 p.m., vor 10 Uhr abends, that your body will produce a spike of growth hormone which repairs you that will never occur anywhere else in the night, even if you sleep more. da gibt es eine Spitze, also ein Ausmaß von einem Wachstumshormon, das dein Körper repariert, das du auslässt und was nicht da ist, wenn du um diese Zeit nicht schläfst. The N is nutrition, but also nature. Als nächstes haben wir Ernährung und Natur. Have anyone wondered why people go barefoot in the grass? Have you ever seen people doing that? Habt ihr euch mal gefragt, warum manche Leute barfuß durchs Gras laufen? Habt ihr mal gesehen, wie Menschen das machen? Was machen sie, wenn sie barfuß durchs Gras laufen? They're grounding. Interesting. Sie erden sich, But also being outside in nature. aber auch draußen in der Natur zu In sein. Japan, they do something called forest bathing. In Japan machen sie etwas, das nennt man Waldbaden. Does anyone know what forest bathing is for? Kennt jemand Waldbaden? Warum macht man das? Die Bäume geben gewisse Stoffe ab, die für den Körper Gesundheit The trees give certain substances Yes. for the body. But it's Also, also the actual color itself affects the mind. Did you know that? allein schon die Farben in der Natur beeinflussen den Geist. They found it lowers blood pressure just to go through the forest. Es sinkt Yes, the air, den the chemicals from the Blutdruck, trees. wenn man durch den Wald geht, aber auch die chemischen Substanzen, die von den Bäumen ausgehen, haben eine positive Auswirkung. Adam and Eve did not live in a castle. They lived in a garden. Adam und Eva haben nicht in einem Schloss gewohnt, sondern in einem Garten. Fresh air, very important. Dann frische Luft ist sehr wichtig. Did you know that how you breathe affects your hormones? Wusstet ihr, dass die Art, wie ihr atmet, eure Hormone beeinflusst? When I breathe, I try to breathe in through the nose and out through the nose. But some people say in through the nose and out through the mouth. Wenn ich atme, versuche ich durch die Nase ein- und auszuatmen. Manche sagen auch durch die Nase ein und dann durch den Mund If aus. you breathe in and out through your nose for about 20 minutes, Aber wenn ihr ungefähr 20 Minuten durch eure Nase ein- und do you ausatmet, know what hormone you produce massive amounts of? wisst Does ihr, anyone welches Hormon ihr dann massenweise produziert? Wer weiß das? It's nitric oxide. Sorry. Also, Nitric Oxide? Yes. Stickstoffmonoxid. Nitric oxide. And what does nitric oxide do? Was macht das? Was bewirkt das? It widens the blood vessels. That's right. Also es erweitert die Blutgefäße. Improve circulation. Es verbessert die Zirkulation. That's the mechanism of action of the medication Viagra, right? What? Viagra. It's like Ach so, das ist das, was Viagra That's how it tut. works. It's nitric oxide. So it increases circulation. Also es verbessert die Zirkulation. Very important because perfect health depends on perfect circulation. Denn das ist ja perfekt, denn perfekte Gesundheit hat zur Voraussetzung eine gute oder perfekte Zirkulation, So when I sleep, also Blutzirkulation. are you breathing deeply or very shallow? Also wenn ihr schlaft, atmet ihr dann tief oder flach? Flach. Right. Very shallow. That's Ja. right. Flache Atmung. So you have to make sure, because you're getting less
quantity, Aber weil man jetzt eine geringere Quantität, also Menge, so you need better quality. bekommt, muss man schauen, dass die Qualität der Luft, die man dann bekommt, besser ist. I sleep next to an open window every single night. Jede Nacht schlafe ich neben einem geöffneten Fenster. Also, the L in eternal is for light. Dann haben wir als nächstes Licht. And how many people have an understanding of sunlight, how important sunlight is? Wer versteht, wie wichtig Sonnenlicht ist? There's a recent documentary that's come out. It's called The Sunlight Cure, and now everybody's doing sunlight. Also es kam kürzlich ein Dokument heraus, das heißt die Sonnenlichtheilung, und jetzt macht jeder das. But you know, it's very interesting. Ist aber sehr interessant. Do you know that there is one vitamin or mineral that is deficient in breast milk? Es gibt ein Vitamin bzw. Hormon, das in der Brustmilch fehlt. Does anyone know what it is? Weiß jemand, was das ist? Yeah, it's D. B12. Yeah. No, it has B12. Vitamin but D. Vitamin D. Ja, Vitamin D So fehlt. whether you are Christian or Buddhist or Muslim or evolutionist, it doesn't matter. Also ob du nun Christ, Buddhist, Moslem oder Atheist bist, was auch immer, You realize that vitamin D was not meant to be obtained this way. dann versteht ihr, dass Vitamin D nicht dazu gedacht ist, dass man es über den Mund But einführt. did you know if you supplement, the body turns off the sunshine mechanism? Wusstet ihr, dass wenn man jetzt beginnt, das einzunehmen, der Körper diesen Mechanismus abstellt, es über die Sonne aufzunehmen? When I was having some health problems a few years ago, I got all these tests from Dr. David Emerson. He's a very famous Adventist physician in the Und States. als ich einige Gesundheitsprobleme hatte, habe ich diese Tests von David Emerson, einem bekannten Arzt, bekommen. And I was only off on one thing. He tested everything. Er hat alles an mir getestet und nur bei einer Sache hatte ich Probleme. It was just vitamin D. Nur bei Vitamin D hatte ich einen And Mangel. it was still normal, Es war immer noch but normal, it was low normal. aber es war ja schon, ging Richtung zu wenig. It was like 22, and it's supposed to be at least 20 or greater. Ja, ich war bei 22 und die Grenze wäre bei 20 Our oder so scale is gewesen. between 20 and 100. Und wir sollten so zwischen 20 und 100 haben. And I asked him, I said, well, do I have to take supplements? Und dann habe ich ihn gefragt, soll ich jetzt das ergänzen per Nahrungsergänzung? He says you can actually raise it faster through the sun Und dann hat er gesagt, du kannst es schneller hochbekommen durch die Sonne. because the body can only absorb so much oral vitamin D. Denn der Körper kann nur eine bestimmte Menge oral aufnehmen. But who has time for that? That's what he told me. Und dann hat er aber gesagt, aber wer hat Zeit für die Sonne? And I said, I have time for that. Und ich habe gesagt, ich habe die Zeit dafür. So every break, every opportunity, every day off, I was out on the beach. Und so habe ich jede freie Minute, jeden freien Tag, ich war draußen am Strand. And this was when I was at the Adventist clinic in Guam. Und da war ich bei diesem adventistischen Krankenhaus in Guam. So plenty of sunshine, right? Da gibt es ja viel Sonne. And I did this for 6 months, very, very intentionally getting more sunlight. Und das habe ich 6 Monate lang gemacht, sehr bewusst mehr Sonnenlicht I would stay out konsumiert. until right before burning, and then I would flip over. Und ich bin in der Sonne geblieben, so lang, gerade bevor ich einen Sonnenbrand bekommen würde. Und dann habe ich mich umgedreht. In 6 months, how much did it go up? Und was glaubt ihr, wie hoch mein Vitamin D-Spiegel in 6 Monaten gegangen ist? I wish, not 100. Ich wünschte 100, nein. It went up to 30. Es ging hoch bis auf 30. So I went up 8 oct in 6 months. Also 8 Einheiten nur hoch. But it's slow. Das war langsam, But that's okay. aber es ist okay. Because when you get it from the sunlight, there's 29 other steps before you get to the active form of vitamin D. Denn es ist okay, also wenn man es durch das Sonnenlicht bekommt, dann gibt es 29 Schritte im Körper, die ein Umwandlungsprozess stattfindet, bis man tatsächlich dann das Vitamin And D those hat. steps turn the bad genes off and they turn the good genes on. Und diese Schritte schalten die gute Gene ein und die schlechten Gene ab. And when you take oral vitamin D, you shut that process off.
Aber wenn man jetzt das Vitamin D fertig oral einnimmt, dann schaltet man diesen ganzen Prozess ab. Because the body thinks, oh, I have plenty of active vitamin D, I can just stop the sunshine process. Dann denkt der Körper, ich habe ja genug Vitamin D, ich kann den Sonnenlichtprozess stoppen. Don't stop the sunshine process. Und es ist besser, den Sonnenlichtprozess nicht zu stoppen. Now, the second L is even more important. Das nächste L ist aber noch wichtiger. Love. Liebe. Oh, she asked, what do we do in Germany in the winter regarding the sun? Well, you can store vitamin D. Did you know that? You can store it in your liver. Man kann das Vitamin D speichern in der Leber. Yeah, you can store it in the liver. Yeah. I have a lot of people complain. Ich habe viele Leute, die sich beschweren. And they say, oh, I'm from Africa. Sie sagen, ich bin aus Afrika, And I'm living here in Germany. aber jetzt lebe ich hier in Deutschland. You see, my skin is much darker than most of Meine yours. Haut ist viel right? dunkler. I don't absorb as much vitamin D. Ich kann gar nicht so viel Vitamin D aufnehmen. And I just tell them, you weren't designed for Germany. Sorry. Und dann sage ich ihnen, That's just how it sorry, works. du bist nicht für Deutschland geschaffen. So funktioniert das halt. I was in Sudan for the genocide. Ich war in Sudan, als da der Völkermord And stand. that was one of the few places that I can actually burn. Das ist einer der Orte, wo ich tatsächlich Sonnenbrand bekomme. Because those brothers are dark. Denn diese Geschwister dort, die sind wirklich dunkel. They're designed to have a shield for the sun in their melanin. Sie wurden geschaffen, um ein Schutzschild gegen die Sonne zu haben, gegen And it das takes time Melanin. to develop that melanin. Und es braucht Zeit, um dieses Melanin abzubauen And it takes time to remove the melanin. und es aus dem System zu bekommen. So they're protected from burning, Also sie sind davor geschützt zu verbrennen, but they don't absorb as much vitamin D. aber sie können auch nicht so viel Vitamin D aufnehmen. So you have to keep that in mind. Und das muss man sich bewusst machen. The second L is much more important. Aber das nächste L ist viel wichtiger. Every day you must love, Jeden Tag muss man and you lieben must receive love. und man muss Liebe empfangen. And I tell people every day I do something that is completely with no secondary gain. Ich sage den Leuten, ich mache jeden Tag etwas, wovon ich überhaupt keinen Nutzen habe Like in when I was zweiter Linie. coming over on the flight, Also als ich hierher geflogen bin, there was a family that tried to come in the airline club. da gab es eine Familie, die wollte in diesen Fluggesellschaftsclub kommen, eine 4-köpfige Familie. And they said, well, you have a membership, but you've got to pay for the rest of it. Und ich habe gesagt, ja, ihr habt eine Mitgliedschaft, aber ihr müsst für den Rest bezahlen. And I said, hi, I have a guest privileges on my account. I'll let your kids in. Und ich habe gesagt, ich habe in meiner Mitgliedschaft die Möglichkeit, Gäste einzuladen und ich lade euch ein. And I don't even know their names. Ich habe nicht mal ihre Namen gekannt. So you must love and receive love every day. Also du musst jeden Tag lieben und Liebe empfangen. How many people know about cold plunge? Wie viele von euch kennen Cold Plunge? Who knows about cold plunge? One person. Ooh, 2, 3. Yes. What's that? Cold plunge is when you go into cold water. Ah! Also Eisbaden. Yes. Wer kennt Yes. Eisbaden? What is it good for? Wofür ist das gut? Circulation, yes. Gut für die Zirkulation. The brown fat. Yes, nice. Ja, für das braune Fett. What does ist- brown fat do? Was macht braunes Fett? Mitochondria. For the warmth. Yes, so you take calories and you turn it into heat. Man nimmt dadurch die Kalorien und verwandelt sie in Wärme. There's many other things, testosterone, cortisol, regulation, all kinds of stuff. Viele andere Dinge werden dadurch reguliert, wie Testosteron und Cholesterol. And obviously, you already know about Wasser. Und als nächstes wisst ihr natürlich über Wasser Bescheid. But what about the F, family and friends, Freunden? Aber wie sieht's aus mit Familie und Freunde? Do you have positive influences and relationships? Habt ihr
positive Einflüsse, also Beziehungen. Many times our friends and family either bring us up or they bring us down. Denn oft ist es so, dass unsere Familie und Freunde uns entweder aufbauen oder uns runterziehen. You know how old the guys are I work out with at the gym? Wisst ihr, wie alt die Leute sind, mit denen ich zusammen im Fitnessstudio trainiere? How old do you think they are? Was denkt ihr, wie alt sind die? Yeah, 18. 17, 18. Yeah, 18 to 25. That's right. Ja, That's so average. zwischen 18 und 25. Do you know why I do that? Warum trainiere ich mit den jungen Leuten? Why do you think I do that? Warum mache ich das? They push me. That's right. Ja, sie treiben mich an. We have a joke in our group. Wir haben so einen Witz unter uns. Hey, whose turn is it? So, wer ist jetzt dran? And it's always Riesenberger. Und immer bin ich dran. Because they're done and 30 seconds later they're ready to do another one. I'm like Ja, sie haben ihre Einheit erledigt und dann machen sie schon die nächste und ich bin noch am and they Verschnaufen. recover instantly. Also sie erholen sich sehr schnell. But it takes me like a week to recover. Ich brauche eine Woche, um mich zu erholen. That's why I only do one body part for each day of the week. Und deswegen mache ich nur ein Körperteil pro Tag der Woche. But I work out with them because they push me, right? Aber ich trainiere mit ihnen, weil sie mich antreiben. They're healthy, they're young, they're strong. Sie sind gesund, jung und stark. And I have to come up to that level because I'm part of that friend group. Und ich muss jetzt ihrem Level entsprechen und zu ihnen kommen, denn ich bin ja Teil dieser Gruppe. You want to surround yourself with people that are just a little better than you in whatever area you want to improve. Also du möchtest dich mit Menschen umgeben, die in dem bestimmten Bereich eben ein bisschen besser sind als du. You don't want them way better than you, Sie sollen nicht because then you viel get besser sein, discouraged. denn dann wirst du entmutigt. But these guys are 18 to 25, so they're stronger, they have more endurance, but they have less knowledge than me. Also diese Leute, die sind jung, 18 bis 25, sind dadurch stärker, aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel Wissen, sind sie nicht so gut wie I ich. know more tricks than them, Ich kenne mehr Tricks als sie, but I benefit from their energy, aber ich profitiere von ihrer Energie. and it slows me down from aging. Und das verhindert, verlangsamt meinen Alterungsprozess. The last E is probably the most important one of all of these, and it's the unique one that I add to the remedies. Und der letzte Punkt hier, der sticht heraus, er ist besonders und er ist sehr wichtig und den habe ich hier noch hinzugefügt. But it's in the spirit of prophecy, we're just not applying it. Und wir finden das im Geist der Weissagung, aber wir wenden das einfach nicht an. Evaluate. Und das ist zu bewerten. You have to see how your program is doing for your body. Also man muss jetzt bewerten, wie sich dieses Programm auswirkt auf den Körper. But did you know you do this subconsciously every day? Wusstet ihr, dass man das aber jeden Tag unterbewusst tut? I'll prove it to you. Ich beweise euch das. How do you know that you're dehydrated? Woher wisst ihr, dass ihr ausgetrocknet seid, also nicht genug getrunken habt? Thirst, okay. Ja, How also else? durch Durst. Wie könnt ihr das noch bewerten, noch wissen? Trockene Haut. Yes, skin is dry. Trockene Yes. Haut. Brain. Yes. Gehirn exactly. funktioniert nicht mehr so. Foggy, sure. What else? Your mouth, your mucous membranes are dry. Ja, Yes. wenig Speichelproduktion. Headache, Kopfschmerzen. sure. Okay. What else? Was noch? Obstipation. Yes, constipation. I love that. Not many people Also think about Verstopfung. that. What else? Heart attack, he said. Oh, wow. Yeah, I haven't heard anyone say that, but you potentially. Herzinfarkt habe ich noch nicht gehört, vielleicht. Yes. Ja, die Farbe des Urins. So, what color is your urine if you're dehydrated? Welche Farbe hat der Urin, wenn man ausgetrocknet ist? As you become more dehydrated, Je it weniger, becomes more dark. je doesn't it? weniger Wasser man hat, desto dunkler wird auch der Urin. And how do you know if you're hydrated? Woher weiß man jetzt, dass man genug hydriert ist, genug Wasser hat? It's transparent. Ja, der Urin sollte dann So you do durchsichtig this sein, every day. wenn man darauf jeden Tag achtet. But I can show you how to do it in every system of your body.
Also das ist eine Art, wie wir da etwas bewerten können. Und ich kann euch sagen, wie man das mit jedem Körpersystem machen kann. You see, your body will speak to you Euer Körper wird mit euch reden. and tell you if it likes what you're doing or if it doesn't like what Und you're der doing. Körper sagt euch, ob er mag, was ihr mit ihm tut oder was nicht. And it will tell you in ways that are easy to understand. Und er wird es euch in einer Art und Weise sagen, die einfach zu verstehen ist. Visual, tactile, olfactory, all of your senses will be involved. Und da werden alle Sinne, ob die Augen oder das Tasten, alles ist mit eingeschlossen. The hair turning gray is just as helpful for me as the hair turning black. Did you know that? Ob nun das Haar grau wird oder wieder Farbe bekommen, ist beides hilfreich für mich zu wissen. Obviously, I'm happier when it turns black, right? Natürlich bin ich glücklicher, wenn es schwarz wird wieder, Because that tells me I'm doing something right. denn das sagt mir, dass ich etwas richtig mache. Because I know how fast my hair grows. Ich weiß, wie schnell mein Haar wächst. So I can look at the hair and calculate back and think, what was happening then? Und dann kann ich mein Haar angucken und die Zeit zurückrechnen und überlegen, was zu dem und dem Zeitpunkt in meinem Leben But if passiert it ist. turns gray, that's helpful too. Aber auch wenn es jetzt grau wird, hilft mir das. Because I know I've been a bad boy. Dann weiß ich, ich habe was Schlechtes gemacht. And I can learn what to avoid in the future. Und dann weiß ich, was ich in Zukunft vermeiden sollte. But there are dozens, literally dozens of ways that your body communicates with you. Aber es gibt Dutzende Wege, auf denen dein Körper mit dir And kommuniziert. it's not the same for everybody. Und es ist nicht bei jedem gleich, It's unique. sondern einzigartig. But I will show you how to discern the body's check engine light for you. Aber ich werde euch sozusagen, wie ihr diese Motorkontrollleuchte überprüfen könnt von eurem Körper. You already know it in many ways. Ihr kennt schon einige Dinge, But what we do in modern medicine, aber was wir in der modernen Medizin machen, instead of addressing the check engine light, anstatt dass wir diese Motorkontrollleuchte überprüfen, we unplug the fuse. ziehen wir einfach den Stecker raus, dass sie nicht mehr leuchtet. I talked to my friend, he's a dermatologist. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, der ist ein Dermatologe, also Hautarzt. And I said, John, give me the dermatology review. Und ich habe ihm gesagt, John, gib mir mal den neuesten Stand in der Dermatologie. I remember from med school, if it's dry, you wet it. If it's wet, you dry it. Everything else, use steroids. Und ich erinnere mich noch an die Schule von damals, da wurde uns gesagt, ja, wenn sie trocken ist, dann mach sie feucht, wenn sie feucht ist, dann mach sie trocken und für alles andere benutze Steroide. He says, we've changed it now. Und dann hat er gesagt, na, wir haben das jetzt geändert. If it's dry, you use steroids. Wenn sie trocken ist, dann benutze Steroide. If it's wet, Wenn sie you use feucht steroids. ist, dann verwende Steroide. And everything else, Und für alles andere you use steroids. auch Steroide. And what is steroids telling the body? Was sagen Steroide dem Körper? The body's saying, hey, something's wrong. Der Körper sagt, hier stimmt was nicht, You're hurting me. du verletzt mich, Shut up. sei ruhig, Be quiet. sei still. Right? That is what we do in modern medicine. Das ist, was wir in der modernen Medizin tun. We cut off the circulation and the communication of the body to you. Wir unterbrechen einfach die Kommunikation des Körpers, die er mit dir haben will. I'll show you how to open that communication back up. Und ich möchte dir zeigen, wie du diesen Kommunikationskanal wieder öffnen kannst. So let's take a look at all of these secular publications and what they've said about longevity. Schauen wir uns an, was diese weltlichen Artikel sagen über Langlebigkeit. What is the common thread? Was ist der gemeinsame Nenner? Let's listen. Lasst uns das anhören. Das ist jetzt ein Video auf Englisch und ich werde versuchen, es You can zu translate. You can leave the übersetzen. sound off and you can just listen to it yourself or whatever. Keep it down. Also die Geheimnisse der Langlebigkeit. Ist es etwas im Wasser? Ist es vielleicht das Essen? Was hilft, dass diese Langlebigkeit erfahren wird in diesen Blue Zones, also in Okinawa, Japan, Sardinien, Loma Linda? Und hier ist jetzt dieser Fotograf David McLean, der in diese Gebiete reist
und diese 100-Jährigen untersucht und sie befragt, um eine einfache Antwort auf diese komplexe Frage zu bekommen. There's also 3 more zones. It'll go. Just relax. Just listen to it. Oh, okay. Aber ich kann jetzt nicht hören, was er sagt. Oh, there's no sound. There's no sound. Hold on. Okay. I actually know the video, so I'll just have to help you. But there's no sound coming through the cable or whatever. Yeah. So I'm going to help you right now and just play it on my computer, okay? Also ich werde You'll be able to hear it. helfen, da ich kenne das Video und werde es erzählen. So, okay, we'll wait till it catches up here. You have the sound now? Yeah, I do. Okay. But you'll have to wait till it catches up. So there's actually 3 more longevity zones they've added since this video. Mittlerweile haben sie 3 weitere Blue Zones hinzugefügt, seit das Video gemacht Does wurde. anyone remember? I interviewed someone who was 106 yesterday. Wer erinnert sich, ich habe jemanden, der 106 Jahre alt war, interviewt. That's right, Nicoya, Costa Rica. Genau, Nicoya in Costa Rica. Does anyone know the other 2? Kennt jemand die anderen 2 Zonen? Sardinia, we already Sardinien war covered. ursprünglich There's schon a new dabei. one. Neue Gebiete, wie It's die in Blue Europe. Zones. It's In in Europe. Europa. Nope. Go. No. Oh, sorry. No. You got to start all over. Nein, ich kann. We're going to skip the video because we're out of time. So let's go ahead and go to. Wir müssen das Video überspringen secret. aus Zeitgründen. Yeah, let's go to the secret. Yeah, we don't have time because you're going to have to catch up. Also gehen wir zu dem Geheimnis. Was ist das Geheimnis? So, what's the secret? Is it diet? Ist es die Ernährung? Did you know that there are other people groups that are vegetarian and vegan? Wusstet ihr, dass es andere Bevölkerungsgruppen gibt, die auch vegetarisch oder sogar vegan leben? Who knows? Wer kennt solche? Who else? The Hunza. Oh, that's interesting. Europe. Not many people say Hunza. I was thinking a larger group. This is a religion. Eine Religion. Yes. Yeah. If you're Brahmin, you're vegan and you don't eat garlic or onion either. Also die Brahmen, die Hinduisten, die What other religion? essen auch vegan. Welche Religion noch? Yes, Buddhists are vegetarian and their monks are vegan. Buddhisten sind Vegetarier und ihre Mönche sind sogar vegan. But they don't live longer. Aber die leben nicht länger. The data's not there. Diese Daten geben das nicht her. So is it exercise? Ist es dann die Bewegung? Did you know in the Adventist health study only 10% of us exercise daily? In der adventistischen Gesundheitsstudie wurde herausgefunden, dass nur 10% von uns wirklich täglich trainieren. But we still live longer. Aber trotzdem leben wir länger. What about genetics? Sind es vielleicht die Gene? Everyone always tells me that. They said, well, you look younger because you're Asian. Und das ist, was die Leute mir immer sagen. Ja, du siehst halt jünger aus, du hast halt gute Gene. I said, excuse me? Und ich sage, Mein Familiennamen ist Riesenberger. Entschuldigung, mein Familienname ist So I'm Riesenberger. German, thank you. Ich bin Deutscher, And they danke. said, were you adopted? I say, no. Und dann fragen sie, ja, bist du adoptiert worden? Sag ich, Where did you get nein. your last name? Und dann fragen sie, ja, woher hast du deinen Nachnamen bekommen? Von meinem Vater. Ja, von meinem I Vater. got it from my father. Ich Thank habe ihn you. tatsächlich von meinem Vater I'm only bekommen. half Asian. Ich bin nur Halbasiate. And my brother looks totally different. Mein Bruder sieht total anders aus. So if you say it's genetic, Also, wenn du sagst, dass es die Gene sind, do you know what people are actually saying by saying, well, it's genetic? was sagen die Menschen eigentlich damit, wenn sie sagen, es sind die Gene? I'll translate that for you. Ich übersetze euch das mal. I don't want to do anything. Ich That's möchte, what they're really saying. ich möchte nichts machen. Because it Das doesn't sagen sie matter. damit. I'm never going to look like you. Wenn sie sagen, es macht eh keinen Unterschied, ich werde nie wie du aussehen. If you believe you can, or if you believe you can't, Ob du nun glaubst, dass du es kannst oder nicht kannst, you're right. du hast immer recht. That's what Henry Ford said. Das ist, was Henry Ford gesagt hat. If your genes are weak in an area, you need to work twice as hard in that area. Wenn deine Gene schwach sind und keine gute Voraussetzung bringen, dann musst So- du eben doppelt so hart in diesem Gebiet arbeiten. Maybe it's optimism. Ist es vielleicht der Who remembers Optimismus?
the personality trait that leads to longevity from yesterday? Wer erinnert sich von gestern an diese Charaktereigenschaft, die Langlebigkeit begünstigt? Welche Charaktereigenschaft? Conscientious. Yes, the marshmallow study. Good job. Ja, Gewissenhaftigkeit. Well, maybe it's faith. Ist es vielleicht der Glaube? And a lot of people will tell me, they say, oh, you Adventists, it's nothing special. You don't smoke, you don't drink, you don't use caffeine. Die Leute sagen mir, ach ja, ihr Adventisten seid halt was Besonderes. Ihr trinkt ja keinen Alkohol, raucht nicht, trinkt keinen Kaffee. But did you know there's another religion that doesn't smoke or drink or use caffeine? Aber wusstet ihr, es gibt noch andere Religionen, die genau dieselben Dinge weglässt? Who is it? Wer ist das? The Muslims? Yes. No, they smoke, they don't drink. Ja, also die Muslime, die they rauchen they zum drink Beispiel. plenty of Die caffeine. trinken zwar nicht und die trinken auch Kaffee. Who is it? Wer ist es also? The Mormons. Did Die you know Mormonen, genau. Ja. that? But they are not a longevity zone. Aber die leben auch nicht länger. So, what is it? Also was ist es? We were designed for the best quality and quantity of life. Wir wurden geschaffen für die bestmögliche Qualität und And it's Quantität returning des to the Lebens. original design Und wenn wir zurück zum ursprünglichen Design and kehren evaluating how it's working for us. und bewerten, wie es für uns wirkt, We have a nice basic framework for the 11 remedies that I shared. dann haben wir ein gutes Rahmenwerk für die 11 Heilmittel, die wir uns angeschaut But it's not haben. the same for everybody. Aber es ist nicht genau gleich für jeden. And that's what I'll help you with, is to get the program that's personalized for you. Und da helfe ich euch mit, dass ihr das Programm kennenlernt, was auf euch spezialisiert Because ist. God wants you to be healthy. Denn Gott möchte, dass du gesund bist. Just like your spirit and your soul is healthy, right? So wie es eurem Geist und eurer Seele wohl ergeht. It's not superficial to want to be forever young. Das ist nicht etwas Oberflächliches, für immer jung sein zu Because wollen. God has put eternity in all of our Ja, in hearts. Prediger 3, Vers 11 heißt es, er hat ihnen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. But people are seeking the wrong way for it. Aber die Menschen suchen nach einem falschen Weg, um das zu erreichen. When they would follow the path of eternal life, they would find it. Und wenn sie dem Weg des ewigen Lebens folgen würden, dann würden sie ihn auch finden. Just like I have found it. Genauso wie ich ihn gefunden That's habe. one of the L's. Leben. Hier sehen wir einen Aspekt. Lieben. So what I found is it helps her skin too. Also ich habe herausgefunden, dass es ihrer Haut hilft. That's no makeup. Hier hat sie kein Make-up. Zero makeup. Kein Make-up. So if you want to learn more, Also wenn ihr mehr darüber lernen wollt, you can scan this QR code. dann könnt ihr diesen QR-Code scannen Make a donation of any amount to the Ukrainian refugees. They're both Adventist families. und dann könnt ihr einen Betrag eurer Wahl spenden an diese adventistischen ukrainischen The Familien. category is Refugee Aid Project. Und als Verwendungszweck gebt ihr an Refugee Aid Project. Refugee Aid Project, yes. And you can send your receipt to Ashley's email. Und dann eure Quittung könnt ihr an Ashleys E-Mail hier senden. And that is what we will do to get you scheduled with one of us. Und das ist, was wir tun werden, um Keep going down, 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 down. Right there. I'm going to end with this quote. Ich möchte mit diesem Zitat abschließen. This is about Daniel and his 3 friends. Hier geht es um Daniel und seine 3 Freunde. At the court of Babylon were gathered representatives from all lands. Am Hof von Babylon waren Vertreter aus allen Ländern versammelt. How many lands? Wie viele Länder? All lands. Alle Länder. Men of the highest talent, Männer von höchstem Talent, right? The most richly endowed with natural gifts. Männer, die am reichsten mit natürlichen Gaben ausgestattet So waren. genetically, they were at the top. Also genetisch waren sie ganz oben. And possessed of the broadest culture that the world could bestow. Und die umfassendste Kultur besaßen, die die Welt zu bieten hatte. So the best that the world had. Das Beste, was die Welt zu bieten hatte. Yet among them all, the Hebrew youth were without a peer. Doch unter ihnen allen war die hebräische Jugend unvergleichlich.
In what way were they without a peer? Aber in welcher Hinsicht waren sie Do unvergleichlich? you realize the first two things that Ellen White mentions are physical? Ist euch klar, dass die ersten beiden Dinge, die sie hier nennt, physischer Natur In sind? physical strength Sie sagt an and beauty. körperlicher Kraft und Schönheit. Because some people are afraid of superficial things, but that's the first two categories she mentions. Und manche Menschen haben Scheu vor diesen oberflächlichen Dingen, aber das sind die ersten beiden Dinge, die sie nennt. In mental vigor and literary attainment. Dann sagt sie an geistiger Stärke und literarischer They Vollendung. stood unrivaled. Waren sie unübertroffen. And how did you evaluate that the program was working for them? Und wie bewertest du jetzt, dass das Programm für sie funktioniert hat? The erect form, Der aufrechte Stand, the firm, elastic step, also die aufrechte Gestalt, der feste, elastische Schritt, the fair countenance, das schöne Antlitz, the undimmed senses, die ungetrübten Sinne, the untainted breath. der ungetrübte Atem. Did you realize your breath can even tell you that something's wrong? Wusstet ihr, dass euer Atem euch sogar sagen kann, dass etwas nicht stimmt? This is throughout the spirit of prophecy. Das findet man überall im Geist der But Weissagung. we've never understood it as a people. Aber wir haben es als Volk nie verstanden. We don't know how to evaluate our own bodies. Wir wissen nicht, wie wir unseren eigenen Körper bewerten sollen. But there's simple ways. Aber es gibt einfache Wege. All were so many certificates of good habits. Bei all das waren so viele Zeugnisse guter Gewohnheiten. Insignia of the nobility with which nature honors those who are obedient to her law. Insignien des Adels, mit denen die Natur diejenigen ehrt, die ihren Gesetzen gehorsam sind. This is my appeal to you who are Seventh-day Adventists. Und das ist mein Aufruf an euch als Adventisten. What Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah were in Babylon, God desires you to be in the world today. Das, was Daniel und seine 3 Freunde dort in Babylon waren, das möchte er von uns, dass wir es heute in der Welt I don't sind. want you to get your hair color back just so you can be proud. Ich möchte nicht, dass ihr eure Haarfarbe wiederbekommt, dass ihr einfach nur stolz sein But könnt, I want you to be a light to those around you. sondern ich möchte, dass ihr ein Licht für die um euch herum sein könnt. The reason why God creates longevity in these zones Der Grund, weshalb Gott in diesen Zonen Langlebigkeit bringt, is He knows that many people will not read the Bible. er weiß, dass viele Menschen die Bibel nicht lesen He werden. knows that many people will not go to church. Er weiß, dass viele Menschen nicht zur Kirche gehen werden. So He must show them the way home. Also muss er ihnen den Weg nach Hause zeigen. You must light the way home. Du musst ihnen den Weg nach Hause erleuchten. You must show them the way. Du musst ihnen den Weg zeigen. They will not find the way on their own. Sie werden alleine den Weg nicht finden. Without your witness, they will be lost. Ohne dein Zeugnis werden sie verloren gehen. Your poor health isn't just destroying you. Deine schlechte Gesundheit zerstört nicht nur dich. It's withholding the witness from a dying world. Es enthält auch der Welt dieses Zeugnis vor, dass sie That es is nicht my bekommen. appeal to you as Adventists in the longevity zone that is the strongest. Und das ist mein Aufruf an euch in dieser adventistischen Blue Zone, wo diese Langlebigkeit am meisten Bestand hat. Will you show them the way home? Möchtest du ihnen den Weg Will nach you Hause live your zeigen? life in such a way Wirst du dein Leben in einer Art und Weise leben, that people will see your life dass die Menschen dein Leben sehen and be led to the God of heaven? und dadurch zum Gott des Himmels geführt werden? How many of you would like to do that today? Wer von euch möchte das heute tun? Not only follow the health message, but share it. Nicht nur der Gesundheitsbotschaft folgen, sondern sie auch mit anderen teilen. All right. If that's your decision, stand with me as we pray. Wenn das eure Entscheidung ist, dann steht mit mir zum Gebet auf.